Hallo zusammen, hier kommt die Botschaft für das Kollektiv der Fische für den neuen Monat. Wir schauen, was ich euch für eine Botschaft weitergeben kann. Hier zeigt sich das Ende einer Ära an und gleichzeitig haben wir unten, heiße das neue Willkommen. Das heißt, etwas, was lange war oder was lange Platz in eurem Leben genommen hat, beendet sich und etwas Neues tritt an diese Stelle. Kann natürlich in allen Lebensbereichen sein. Eigentlich auch die absolute Transformation, ne? Ein altes Konzept dient vielleicht nicht mehr, eine Sache, die du lange verfolgt hast, hat nicht mehr das gleiche Interesse in dir geweckt. Und ja, hier wird so ein bisschen frühlingshafte Energie reingegeben in etwas, das neu aufblühen darf. Ja, hier ist Kraft, Vertrauen, das Gefühl der Sicherheit, die Möglichkeit, seine ganze Größe zu leben, Ausgangspunkt der Situation, auch aus dem Erfahrungsschatz zu schöpfen, den man sich schon so angeeignet hat. Hier kannst du tatsächlich, ja, hier heißt das neue Willkommen, hier liegt der Schlüssel, der öffnet dir eine neue Tür, durch die du vertrauensvoll auch durchgehen kannst. Auf der bewussten Ebene liegen hier schon die Veränderungen drauf, ne? Ihr habt das Gefühl, irgendetwas kommt, irgendetwas braucht auch eine andere Gangart und ihr beschäftigt euch damit. Vielleicht ist es auch so die Intuition, dass ihr schon lange denkt, hier hat nicht mehr etwas nicht mehr die gleiche Qualität. Und etwas bringt einfach nicht mehr das zurück, was kraftspenden ist. Wir haben hier auf der unterbewussten Ebene die Mäuse drin. Hier kommt auch sehr viel an die Oberfläche, vielleicht auch Wege, die man so nicht angedacht hat, Wissen, das man braucht, Mangelgedanken, die eine Veränderung bedürfen. Zugleich geht es hier, glaube ich, um das Gefühl, wie sicher fühlt man sich bei einer Veränderung. Ihr habt in der Vergangenheit hier schon für sehr viel Klarheit gesorgt. Geklärt, euch selbst geklärt. Und hier nimmt tatsächlich etwas Wind auf, etwas kriegt so eine Bewegung nach vorne. Wind auf, Fahrt auf. Und ja, der neue Wind und die Fahrt nach vorne, wollte ich eigentlich sagen. Es kann ja auch tatsächlich sein, dass es um so eine Kurskorrektur geht, ne? Welche Richtung gibst du deinem Pferdchen hier vor? In welcher Gangart gehst du? Wo kriegt etwas Bewegung, das vorher mit angezogener Handbremse lief oder die Richtung nicht klar war? Du kommst ja auch sehr viel in Bewegung. Ja, hier ist auch die Kommunikation ganz ausschlaggebend. Hier geht es darum, dass man überlegt, wo brauche ich eine Klärung, eine verbale, wo sage ich nichts mehr, wo bringt Kommunikation mich nach vorne, worüber lohnt es sich für mich nicht mehr zu sprechen, weil schon geklärt und macht dann eher müde. Das, was hier liegt, ist eine komplette Veränderung im Leben, ne? Hier haben wir am Ende den Baum. Das können viele Lebensthemen sein. Die Veränderungen liegen daneben.
Ich habe alles, was euch so ein bisschen Stabilität gibt, das Umfeld, das euch trägt, die Themen, an denen ihr arbeitet, das Thema Freundschaft, Treue, Loyalität. Hier kann es auch sein, dass es Veränderungen in diesem Bereich gibt oder aber der Arbeit. Etwas wird anders gesehen, eine Theorie, die man immer hatte, wird umstrukturiert. Für alle, die arbeiten, kann es tatsächlich auch etwas im Bereich der Arbeit sein, das euch, sagen wir mal so, Vitalität und Arbeit unter einen Hut besser bringen lässt. Alle Themen, an denen ihr bereits gearbeitet habt, die können aus dem Umfeld wieder gespiegelt werden und ich habe so das Gefühl, dass ihr da einiges auch nicht mehr hören könnt, weil es für euch erledigt ist. Also die Reaktion auf das Außen könnte hier auch gemeint sein, dass man so nicht mehr reagiert, wie man reagiert hat, dass man irgendwelche Prozesse auf einen anderen Weg bringt, die sich so eingeschlichen haben. Ihr überlegt ja auch vielleicht, wer ist mir hier Freund, wer ist mir Feind, wo fehlt es mir auch an Halt von anderen oder wo haben mich andere enttäuscht. Auf die längere Zeit bringt das Ganze hier sehr viel Wachstum, längerfristige Prozesse auch, die dann wieder angeschubst werden. Also das, was hier zu Ende geht und das Neue, was kommt, will gehegt und gepflegt werden, um dass es wächst. Und ihr habt mit der Haselnuss auch die Möglichkeit, euch so ein bisschen Schleier lüften zu lassen, hinter die Kulissen zu gucken, Verbindung aufzunehmen. Und das ist so passend, denn wenn hier etwas zu Ende geht und hier das Neue kommt, kriegt der Holunder diese Qualität noch rein, doppelt sich. Die Ewigkeit ist jetzt, es geht nichts zu Ende für immer, es wechselt nur seine Form. Da haben wir auch so ein bisschen das Thema drin, was du heute bist, denkst, wirst du morgen sein. Also wie lebst du im Hier und Jetzt? Was hältst du von den Dingen, die dich jetzt umgeben? Was braucht ein Ende? Was braucht eine Neugestaltung? Auch dieses Gefühl, dass alles zusammen funktioniert, ne, in Phasen und Zyklen verläuft. Der Tag und die Nacht, alles wechselt sich immer wiederkehrend ab und so ist es auch mit den Dingen, die aus unserem Leben eine Veränderung kriegen. Ich habe vor kurzem mal den Kommentar hier gelesen, da dachte ich, oh mein Gott, der hieß, es wird sich nichts jemals ändern. Das kann ich so überhaupt nicht unterschreiben. Man kommt vom Kindergarten in die Schule, man kommt aus der Schule in den Beruf, man kommt irgendwann in Rente, der Körper verändert sich. Was ist das für eine Aussage, ne? Das Leben ist ständig Veränderung. Auch weil das Außen immer wieder Umstände bringt, die man hier natürlich nicht kontrollieren kann. Also ja, deshalb ist das mit der Ewigkeit, ist hier und jetzt eben eine zündende Aussage. Ne? Es ist alles immer in Bewegung und die Kreisläufe des Lebens sind am Wirken. Ihr habt hier die Schwalbe und die ist hier ein Hoffnungsträger und auch hier Rückkehr und Erneuerung. Also ein ganz natürlicher Kreislauf, wo ihr euch vielleicht schon so an den Schwellen befindet, wird hier angezeigt und es kommt hier eine Wende zum Guten. Hier geht es auch darum, dass man seine Vitalität wieder stärkt, dass man aus mehr Lebensenergie schöpfen kann. Ein bisschen Glück bringt die Schwalbe auf jeden Fall auch mit, innere Führung, Herzöffnung. Hier geht es auch darum, das Umfeld, das du hast, ne, deine Freunde, deine Leute, die Herzmenschen, dass du denen auch selber mal zeigst, wie wertvoll sie sind für dich
Oder dass du ihnen auch sagst, was du schon immer mal ausdrücken wolltest und es bisher nicht getan hast. Und überall da, wo du diesen Blick, diesen übergeordneten für das Wesentliche verloren hast, kommt hier jetzt eine Kraft rein, die dich wieder aufweckt. Ja, hier kommen neue Ideen, die Unbegrenztheit der Schöpfung wird dir bewusst und es geht ja auch ein Stückchen darum, dir selber das Leben lebenswerter zu machen. Durch etwas, ein Konzept, das so jetzt nicht mehr funktioniert. Hier hat sich eine gedreht und das ist der Star. Ich fliege in dein Leben und bringe dir Zuversicht und Geduld. Das Leben hat alles für dich vorbereitet. Visionen machen sich breit. Bleibe bei dir, dann entwickeln sich die Dinge ganz von alleine. In der Ruhe liegt die Kraft. Liebe Krebse, das war eure Botschaft. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.